Was sind die konkreten Vorwürfe? Die möchte ich einfach sehen. Und allein das kann sich jeder eigentlich 1:1 ausmachen, wenn man einfach jemanden bezeichnet als rechtsextrem und nicht die konkreten Belege und Beweise vorlegt. Wie will man sich denn an einem Rechtsstaat juristisch wehren? Hallo liebe Leute, vorhin geht es um ein Interview von Tino Kruppalla bei RTL mit Nikolaus Blome. Nikolaus Blome ist einer der besten Moderatoren der großen Medien. Also einer der es am besten gelingt, AfDler schlecht aussehen zu lassen. Vorher wollen wir noch kurz über das Debakel in Anführungszeichen von Merz reden. Aus meiner Sicht ist es kein großes Debakel für die CDU. Ganz im Gegenteil, ist es wahrscheinlich ganz gut für das Politsystem hier, wie man es nennen will, weil es so wirkt, dass es ist alles demokratisch, die Abgeordneten stimmen mal für Merz, mal gegen Merz, die machen, was sie wollen. Also wir haben hier eine wunderbare Demokratie. Schlecht ist für die CDU natürlich, dass es Absprachen mit der Linken gab, aber das ist alles aus meiner Sicht nebensächlich. Aus meiner Sicht ergibt sich dadurch kein großer Gewinn für die AfD. Und aus diesem Grund haben die CDU-Abgeordneten das ja auch gemacht. Sie finden Merz nicht gut und aus meiner Sicht, natürlich kann man spekulieren, woher jetzt die Stimmen gekommen sind. Ob es tatsächlich CDU-Stimmen sind oder ob die Grünen heimlich Stimmen geliehen haben. Es ist ja schon merkwürdig, wenn jetzt 16 Abgeordnete gegen Merz stimmen, warum sollen sie dann beim zweiten Wahlgang dafür stimmen? Also natürlich steht die Möglichkeit im Raum, dass es Absprachen gegeben hat, dass heimlich man einfach 16 Grüne genommen hat und die jetzt heimlich für die CDU gestimmt haben. Und wenn es dann mehr Stimmen gegeben hätte, dann hätte man halt gesagt, haben halt ein paar Grüne wollten halt mithelfen. Schauen wir uns jetzt das Interview an. Wenn ihr das Interview nicht sehen wollt, weil ihr schon genug Tino Kruppalla gesehen habt oder weil ihr es schon kennt, dann könnt ihr vorspulen. Ich habe die Kapitelfunktion wie immer eingebaut. Was sind die konkreten Vorwürfe? Die möchte ich einfach sehen. Und allein das kann sich jeder eigentlich 1:1 ausmachen, wenn man einfach jemanden bezeichnet als rechtsextrem und nicht die konkreten Belege und Beweise vorlegt. Wie will man sich denn an einem Rechtsstaat juristisch wehren? Und das fordern wir einfach. Und übrigens auch die Herausgabe, ganz kurzer Satz noch, die Herausgabe zu diesen Punkten, zum Beispiel in Sachsen, verlangen wir seit einem Jahr, dass wir uns dagegen auch wehren können und bekommen nicht. Sie haben sich ja gegen all die Einstufungen bisher gewehrt und Sie sind vor Gericht unterlegen, zuletzt beim OVG in Münster. Und jetzt verstehe ich nicht, warum Sie so auf dem Rechtsstaat rumhacken. Ist Deutschland gar kein Rechtsstaat mehr, wenn das alles so schlimm zugeht, wie Sie sagen? Was ist die offensichtliche Strategie von Nikolaus Blome? Er kommt hier dauernd mit Urteilen, mit Gerichten. Er möchte hier eine Verschwimmung erreichen vom Verfassungsschutz mit dem Verfassungsgericht, überhaupt mit Gerichten. Er möchte den Eindruck erwecken, die AfD verliert vor Gericht und deswegen ist das, was der Verfassungsschutz macht, in Ordnung. Tatsächlich könnte Tino Kruppalla hier mehr mit der Ausgewogenheit argumentieren. Man ganz genauso gut jede andere Partei, noch viel mehr als die AfD oder noch viel einfacher, man da irgendwas finden könnte, es aufbauschen könnte und dann diejenige Partei aus irgendeinem Grund für verfassungsfeindlich zu erklären. Aus meiner Sicht wäre es wichtig gewesen von Tino Kruppalla. Natürlich hat er gut argumentiert, er ist ruhig geblieben, er ist freundlich geblieben. Und es war auch ein großer Erfolg von Tino Kruppalla, aus meiner Sicht, dass RTL das Titel genannt hat, dass Kruppalla patzig wäre. Es ist aber erkennbar so, dass er nicht patzig ist. Und allein das ist schon ein Kunststück. Aus meiner Sicht müssten aber, wie schon in den vergangenen Videos erklärt, die AfDler müssten die Medien viel stärker entblößen. Und wahrscheinlich, vielleicht ist es mangelnde Information, aber hier besteht natürlich die Möglichkeit zu erklären, dass Bertelsmann, das RTL, der Moderator, dass sie rechtsextrem sind. Das heißt, Tino Kruppalla kann direkt kontern, ihr Mutterkonzern ist im Gegensatz zu uns rechtsextrem. Das ist also, wenn man das ausgewogen betrachtet, wir sind nicht rechtsextrem, aber sie mit ihrer Verhaltensweise und dem Mutterkonzern. Und dann wird natürlich der Moderator sagen, nein, natürlich nicht, wir sind hier die neutralsten Journalisten. Aber dann kann natürlich Tino Kruppalla ganz einfach den Sack zumachen über die Berichterstattung über das Baltikum und die Ukraine. Und es ist tatsächlich so, dass spätestens seit 2014 nationalsozialistische Tendenzen ausgeschwiegen werden. Und das ist die Leugnung und die Billigung von Straftaten. Es gibt einige Paragraphen, die für Bertelsmann und auch natürlich für Blome tatsächlich gefährlich sind aus meiner Sicht. Und das ist natürlich der Volksverhetzungsparagraph, aber es ist auch der Paragraph 138, Nichtanzeige von geplanten Straftaten und Paragraph 140 StGB, Belohnung und Billigung von Straftaten. Und wie ist das jetzt geschehen?
Natürlich, diese Paragraphen, sie beziehen sich auf den Nationalsozialismus in Deutschland, also der Volksverhetzungsbegriff, also der Volksverhetzungsparagraph. Aber natürlich kann man argumentieren, der Nationalsozialismus ist natürlich überall kriminell. Und wenn man jetzt die nationalsozialistische Bestrebungen befördert, ist es egal, ob in Deutschland oder anderswo. Und tatsächlich ist es so, dass natürlich die großen Medien durch ihre Berichterstattung, durch das Ausschweigen, eben durch das Billigen von Straftaten, also nationalsozialistische Tendenzen, die Öffentlichkeit getäuscht wird und dadurch diese nationalsozialistischen Tendenzen befördert werden. Durch Hilfen, also durch Geld und Waffen und so weiter und so fort. Und wenn natürlich jetzt die Bevölkerung hier von diesen nationalsozialistischen Bestrebungen und Handlungen in der Ukraine seit 2014 wenn sie davon gewusst hätten, dann wäre kein Geld geflossen. Also wurde Nationalsozialismus befördert und wurden Straftaten geduldet und gebilligt. Wer näher wissen möchte, um was für Straftaten es hier handelt, also vor allem auch im Baltikum, dort wird regelmäßig der Nationalsozialismus glorifiziert durch Feiertage, durch Denkmäler, das schweigen die großen Medien hier alles komplett aus. Ich habe es schon in vielen Videos gebracht in der Ukraine, allein schon, dass der oberste Befehlshaber, Zaluschny, mit einem Hakenkreuzarmband rumgerannt ist, sagt schon alles. Natürlich dann auch das Azov-Bataillon, ein Nazi-Bataillon, wo die Leute offen mit Symbolen rumrennen, wurde in die Armee integriert. Dann wurde gelogen über Butscha, das ist Aufhetzung, Aufstachelung zum Krieg gegen Russland, wo offensichtlich ist, wo alle Hinweise sehr stark darauf hindeuten, dass es von Seiten Russlands kein Kriegsverbrechen in Butscha gegeben hat, sondern umgekehrt die Ukrainer Sympathisanten Russlands ermordet haben und dort ausgelegt haben oder Leute ansonsten vom Friedhof vielleicht noch geholt haben. Allein schon der Bürgermeister, der also eine Freudenrede gehalten hat, einen Tag nachdem er nach Butscha zurückgekehrt ist, die Leichen, die kann er nicht übersehen haben. Die Polizei ist ebenfalls eingerückt, ist durch die Stadt patrouilliert, ist alles auf Video dokumentiert, hat mit Passanten gesprochen, ebenfalls keine Rede von Leichen. Sondern es kam erst 3 Tage später und vorher kam ein Bericht in einer ukrainischen Zeitung, also nicht hier russische Propaganda in Anführungszeichen, sondern es ist eine ukrainische Zeitung, dass Sympathisanten verfolgt werden. Und es gibt auch ein Schnipsel, wo ein ukrainischer Soldat erklärt dem anderen, ja, dürfen wir die erschießen? Die Sympathisanten, ja, natürlich. Es gibt bis heute keine Liste der Toten und es gab einen Prozess eines Söldners, wo der Söldner ausgesagt hat, dass er Verbrechen begangen hat in Butscha und dass dort Verbrechen begangen wurden. Also ganz eindeutige Hinweise, die Medien verschweigen und im Gegenteil also etwas behaupten, was sehr wahrscheinlich nicht der Wahrheit entspricht. Und damit betreiben sie Kriegshetze. Es ist Volksverhetzung, weil natürlich ein Krieg befördert wird, man also eine Bevölkerung, Russland, damit ankreidet und man Hetze dagegen betreibt. Und es gibt ganz viele andere Beispiele. Also wer das mal wissen will, der geht auf Antispiegel, gibt ein Ukraine, Nationalsozialismus, Verbrechen. Und diese ganzen Verbrechen oder auch diese ganzen Lügen, es ist Volksverhetzung. Es ist natürlich auch vollkommen offensichtlich. Und damit müsste die AfD das kontern. Und natürlich ist es auch wichtig, also erstmal ist natürlich wichtig, wahrscheinlich, die AfDler machen es nicht, um sich mit den Medien nicht zu verderben. Denken sich bei Welt, bei RTL, wir werden ja manchmal eingeladen, wir dürfen Interviews geben, das ist ja dann vielleicht ganz gut und wir haben ein gutes Auskommen. Tatsächlich ist es eine Falle. Natürlich erstmal, dass die Protagonisten Reichweite bekommen und es wirkt dann so, es sieht so nach Normalisierung aus. Wenn man sich aber die Artikel bei Welt anguckt, dann ist es immer eindeutige Hetze gegen die AfD. Das Framing ist ganz klar, Kriegshetze gegen Russland und vor allen Dingen die AfD ist rechtsextrem. Und zwar ganz eindeutig, sowohl auch bei Welt. Die sagen zwar, ja, man soll sie nicht verbieten, aber das ist egal, ob sie sagen, man soll sie verbieten oder nicht, es kommt auf das Framing an. Natürlich werden sie jetzt bei Welt, bei Springer etwas besser behandelt als anderswo und Faeser wurde kritisiert, aber das ist natürlich viel zu wenig, das ist eine Falle. Das ist nur der Trick, dass sie als neutrale Medien dastehen, dass sie glaubwürdig sind bei den Leuten, um effektiver täuschen zu können. Also sie sind hier ein bisschen gemäßigt, um effektiver die AfD zerstören zu können, um effektiver die Leute zum Krieg gegen Russland zu bewegen und nichts anderes. Und demzufolge die Reichweite, die jetzt die AfD bei Welt bekommen hat, die wird nicht dazu geführt haben, dass die Leute AfD wählen. Das kommt durch die O-Töne. Das kommt dadurch, dass die AfD nicht verheimlicht werden kann. Oder auch die O-Töne, die zwangsläufig im Wahlkampf
muss ja die AfD eine Mindestreichweite bekommen, sonst ist ja doch völlig auffällig. Also jetzt wenn man sich auch das jetzt wieder anschaut bei Welt, wie sie schreiben über die AfD, aus meiner Sicht, man sollte diese Leute möglichst bloßstellen, um auch ihnen Angst zu machen. Wenn jetzt Nikolaus Blome, wenn er von Tino Kruppalla erklärt bekommt, dass er rechtsextrem ist, was er faktisch ist, durch seine Handlung, er selbst weiß natürlich, was er macht. Er selbst weiß ganz genau, dass er täuscht und dass das verbrecherisch ist. Aber es ist eben ein Unterschied, ob er das von jemand anderem gesagt bekommt oder ob er das nur weiß. Und erst wenn die Leute, wenn sie das direkt ins Gesicht gesagt bekommen, dass sie täuschen, nachweisbar einfach täuschen. Das ist ja im Internet nachweisbar. Da auch der Spiegel, ich bringe ja das Beispiel immer wieder, der Spiegel legt einer Zivilistin in Mariupol in den Mund, sie hatte gesagt, ja, die bösen Russen, umgekehrt hat sie gesagt, die bösen Ukrainer. Und wenn auch Welt darüber schweigt, das ist ja ein riesiger Skandal. Der Spiegel hat dreist gelogen, hat die Bevölkerung angelogen, hat Kriegshetze betrieben. Und das ist natürlich was anderes, wenn jetzt ein normaler Bürger sagt, ja, ich habe die Medien konsumiert, ich wusste es nicht besser. Aber es ist natürlich vollkommen offensichtlich, dass die großen Medien über die ganzen Vorgänge in der Ukraine bestens im Bilde sind und einfach darüber nichts erzählen. Davon ist bei diesen großen Medienkonzernen, ist es vollkommen klar. Sie können jede Kleinigkeit bei der AfD, in jedem Kreisverband können sie dir aufzählen, sie können alles aufzählen. Das heißt, für sie gilt die Ausrede, wir wussten es nicht, gilt bei ihnen nicht. Das heißt, sie sind voll verantwortlich. Und wenn jetzt Leute wie Nikolaus Blome zu spüren bekommen, dass möglicherweise sie dran sind, dann wird das ihre Motivation senken. Dann wird er vielleicht weniger versuchen, Täuschungsrekorde aufzustellen und besonders gut darin sein. Also für ihn ist es ja eine Art Sport. Für ihn ist es ein Sport, jetzt Tino Kruppalla vorzuführen und die AfD rechtsextrem hinzustellen. Sozusagen eine künstliche Realität zu erschaffen. Er möchte der Beste darin sein, er schafft das jetzt, er macht das jetzt. Und wenn aber vielleicht Konsequenzen in Aussicht sind, und natürlich jetzt, vielleicht sieht es noch nicht danach aus, aber es sieht umso mehr danach aus, je mehr er damit konfrontiert wird, je mehr Leute es wissen. Und wenn Tino Kruppalla ihn jetzt damit konfrontiert mit den Vorwürfen, Volksverhetzung zu betreiben, gegen Russland, gegen die Russen, durch das Ausschweigen oder durch direkte Lügen, durch Erfindungen, Kriegshetze zu betreiben, dann ist eben vollkommen offensichtlich, wer hier ein Extremist ist, wer hier sich auf der rechtlich richtigen Seite bewegt und wer nicht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.